Herzlich willkommen in der Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Ich stehe hier mit Max Czolek. Er ist der Ideengeber der Ausstellung und einer der Kuratoren. Und wir stehen vor dem Themengebiet Outlaws, was ein Exkurs zum Thema Rache, Geschichte und Fantasie ist. Ein Exkurs, in dem es um Rechtsordnung geht, beziehungsweise um Formen der Selbstorganisation von Jüdinnen und Juden jenseits von Rechtsordnungen. Genau, und ein Exkurs ist es, weil wir über Rache an anderen Stellen hier reden als Form des Gebets oder als eine Geschichte, die in der Bibel ist oder als eine rabbinische Diskussion über Rache oder Gerechtigkeit oder Schadenersatz. Und hier geht es eben um alternative Organisationsformen von Gruppen, von sozialen Räumen. Und zwar genau an dem Punkt, an dem eine Rechtsordnung das Überleben von Juden und Jüdinnen nicht mehr gewährleistet. Ja, das ist am deutlichsten der Fall in der frühen Neuzeit. Dort war es Juden häufig nicht erlaubt, sich niederzulassen. Sie waren von den meisten Berufen ausgeschlossen. Und es gibt jüdische Räuberbanden, was eine Reaktion ist, eine Form der Selbstorganisation. Aber hier haben wir es ja hinter uns mit einer anderen Selbstorganisation zu tun, nämlich mit der Kosher Nostra. Was war die Kosher Nostra eigentlich? Was für ein schöner Name. Na, das ist natürlich inspiriert von den italienischen Namen für eine Gangsterorganisation. Es ist ein US-amerikanischer jüdischer Gangster- oder Underground-Verbund gewesen in den Großstädten, muss man sagen. Und der Hintergrund hat mit Migration zu tun, mit den prekären Lebensverhältnissen der jüdischen Immigranten in den USA. Und natürlich mit ihrem Wunsch, ein neues Leben aufzubauen und Verantwortung zu übernehmen. Und uns interessiert die Rolle, die die Kosher Nostra gespielt hat in der Auseinandersetzung mit Nazis in den USA. Und da kann man ja sagen, Nazis in den USA, waren die nicht eigentlich im alten Europa? Und das war auch neu für mich bei der Auseinandersetzung damit, dass es in den USA tatsächlich richtig starke Nazi-Organisationen gab. Der German American Bund war die größte. Und wir haben ja auch Fotos in der Ausstellung von Aufnahmen aus den USA, wo Leute stehen, es gibt eine Art Parade und die Leute stehen rechts und links, heben den rechten Arm und das könnte auch in irgendeiner deutschen Kleinstadt Mitte der 30er Jahre aufgenommen sein, ist aber in den USA, das war schon ein richtig großes Problem und dann gab es die Kosher Nostra. Und was haben die gemacht? Na, das Interessante ist, dass sie im Prinzip auf Aufforderungen gehandelt haben. Also dass sie quasi zu Hilfe gerufen wurden und zwar zu Hilfe gerufen wurden, auch just von einem Rechtsanwalt, Nathan Perlman, der sich nicht zu helfen wusste, wie er quasi mit rechtsstaatlichen Mitteln vorgehen sollte gegen den German Bund, der großen Zulauf hatte. Und dieses Zusehen, wie etwas anwächst, was mehr als bedrohlich ist für Jüdinnen und Juden in den USA. Dem wollte er ein Ende bereiten und sprach dann mit den Vertretern der Kosher Nostra, ob sie zu Hilfe kommen könnten. Und das haben sie ja dann auch getan. Unter einer Maßgabe, nämlich dass niemand sterben darf. Und da muss man sagen, das ist ein Vorteil von dem Gangstergeschäft. Die Leute wissen, wie man Gewalt skaliert. Das heißt, die wussten, was sie tun müssen, damit die Leute nicht sterben, sondern keine Lust mehr haben, sich zu Nazi-Treffen zusammenzufinden. Und da waren aber die Gangster nicht die einzige Gruppe, die das weiß, sondern es gab noch eine zweite große Gruppe, nämlich die der jüdischen Boxer. Die Minutemen, no, auf die spielst du jetzt an. Also sozusagen 20er Jahre ist ja relativ klassisch, sowohl auf dem europäischen Kontinent wie auch in den USA, dass jüdische Sportbewegungen entstehen. Und die entstehen in Reaktion auch auf den Antisemitismus. Es geht um Wehrhaftigkeit, es geht auch um Jewish Pride dabei. Und die Minutemen sind eine eben solche Sportorganisation, da spielt Boxen eine sehr, sehr große Rolle. Also eine Boxervereinigung, die eben auch gezielt vorgeht gegen den German American Bund. Genau, ein ganz bekannter von denen heißt Ned Arno und wir haben von seinen Nachkommen seinen Ohrenschutz und seine Boxschuhe hier auch da. Einer der Gründe, warum man hierher kommen muss, um sie sich anzuschauen. Ein weiterer ist eine dritte Wand oder ein dritter Abschnitt in diesem Bereich, den wir jetzt gar nicht so richtig erwähnt haben. Das sind besagte Piraten und Ganoven. Ganoven, ein Phänomen, was in der frühen Neuzeit auf dem Gebiet von so Rheinland, Baden-Württemberg, Belgien, Holland stattfindet. Da gibt es die jüdische Ganoven-Banden, die sich bilden in einem Punkt, wo das Überleben jüdischer Gemeinden nicht mehr auf die gleiche Weise gegeben ist wie 100 Jahre früher, weil die Lebensverhältnisse immer schwieriger werden. Und auch hier sehen wir wieder, wie ein Raum, ein staatlicher Raum,
jüdischen Gemeinschaften, jüdischen Menschen immer schwerer macht zu überleben und sie in diesem Punkt dann anfangen, sich selbst jenseits der Staatlichkeit zu organisieren. Und die jüdischen Piraten ist nochmal eine ganz eigene, besondere Geschichte. Wollen wir noch mehr darüber sagen, Miriam? Ich finde nicht. Nein, ich sollten wir finde, hier erfährt man mehr, wenn man kommt. Die jüdische Piraterie ist etwas, was es noch zu entdecken gilt. Und man kann sich hier durchaus auch verkleiden und selber zu einem jüdischen Piraten werden, wenn man möchte. Richtig, dafür gibt es nämlich da hinten noch eine Fotowand. Da kann man zu einer dieser verschiedenen Figuren, Kosher Nostra, Ganoven oder Piraten werden. Dafür muss man tatsächlich hier sein. Also kommen Sie vorbei. Rache, Geschichte und Fantasie im Jüdischen Museum Frankfurt am Main.